Willkommen zur digitalen Campusführung der KU Kiel, durchgeführt von der Fachschaft Agrar- und Ökotrophologie. Am Anfang habe ich für euch einmal einen kleinen Überblick zum Campus. Der Campus ist zweigeteilt, einmal Westring-Olshausenstraße und einmal die Olshausenstraße weiter runter. Bevor wir aber richtig anfangen, möchte ich euch einmal auf die Abkürzung der Campusstraßen hinweisen. ABG am Botanischen Garten, OS Olshausenstraße und so weiter und so fort. Die Abkürzungen sind tatsächlich relativ wichtig, weil meist im Gespräch auch nur die Abkürzung verwendet werden. Dann fangen wir aber mal richtig an mit der Führung. Ja, wir starten südlich der Olshausenstraße. Wir haben einmal die Mensa 1, das Audimax, das Verwaltungshochhaus, Kap 3 und Teil der Hermann-Rodewald-Straße. Um euch das einmal in Bildern zu zeigen, das Verwaltungshochhaus, Name ist Programm, die Mensa 1, ohne Mampf kein Kampf, zudem könnt ihr hier eure KU-Karte validieren und auch aufladen. Das Audimax ist ein großes Gebäude mit vielen Hörsälen, da würden normalerweise Vorlesungen stattfinden, wie zum Beispiel EVWL und Statistik. Die Gebäude hier, die drei, haben wir abgehakt, kommen nun zum Kap 3 und Teil der Hermann-Rodewald-Straße. Kap 3 ist für uns eigentlich ein ganz interessantes Gebäude, weil normalerweise da Infoveranstaltungen drin stattfinden. Wie gesagt, normalerweise. Wenn man hier jetzt weitergehen würde, kommt man zur Fachschaft bzw. auch zum Dekanatsgebäude. Die Fachschaft ist für euch so der Ansprechpartner, falls ihr irgendwelche Fragen zum Studium bzw. auch der allgemeinen Art habt. Das Dekanat ist wiederum für uns Fachschaft der Ansprechpartner. Direkt gegenüber vom Fachschaftsgebäude ist die Tierhaltung bzw. die Tierzucht. Das ist erst für höhere Semester wichtig, allerdings auf jeden Fall erwähnenswert. Direkt gegenüber davon haben wir das KU-Rechenzentrum. Das KU-Rechenzentrum ist für euch zuständig, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit eurer Webmail-Adresse zum Beispiel. Dann ist da ein Ansprechpartner für euch. Südlich der Olshausenstraße sind wir fertig. Ja, wie gesagt, hier seht ihr ein paar Gebäude, die habe ich ausgelassen, weil die für euch einfach nicht wichtig sind in den ersten 2 Semestern. Fangen wir an, nördlich der Olshausenstraße, da sind vor allem 2 Plätze für euch wichtig. Einmal der Otto-Hahn-Platz und der Wilhelm-Selig-Platz. Vorher würde ich ganz gern einmal auf die US 40 eingehen. US 40, auch genannt Alte Mensa, da würde normalerweise eure Statistikübung drin stattfinden. So, wenn wir weitergehen, Wilhelm-Selig-Platz 7, da ist das Multimedia-Labor drin. Das ist ein günstiger Punkt für euch zum Sachen ausdrucken, der günstigste für euch an der Uni. Und da sind auch ein paar technische Spielereien drin. Wenn wir jetzt zum Otto-Hahn-Platz gehen, sind 2 Gebäude für euch wichtig, nämlich einmal OHP 5, das ist ein Vorlesungsgebäude, da sind 2 Hörsäle drin, da würde normalerweise die Chemieübung drin stattfinden. Und dann einmal noch OHP 10, da sind Labore drin, das ist hinterher wichtig fürs Chemiepraktikum, welches zwischen dem 1. und 2. Semester stattfindet. Das heißt, den Überblick Campus, linke Hand, haben wir fertig, kommt nur rechte Hand. Hier wieder einmal wichtige Gebäude, haben wir nämlich einmal das Biologiezentrum, Mensa 2 und die Unibibliothek. Auch hier wieder ein paar Gebäudekomplexe, die ich auslasse, weil die für euch nicht wichtig sind, beziehungsweise teilweise auch außer Betrieb. So, hier unten haben wir noch das FIZ, auf das gehe ich auch noch kurz ein. Das Biologiezentrum, beziehungsweise auch Bioturm genannt. Im Bioturm sind einige Profs drin, beziehungsweise Biologen, und hier unten drin sind Räume für Praktikas, beziehungsweise auch Hörsäle. Dort finden die Vorlesungen oder würden die Vorlesungen stattfinden: Biologie der Tiere, Biologie der Pflanzen bzw. Botanik und Anatomie. Zudem findet in den Praktikaräumen auf jeden Fall vor Ort das botanische Praktikum statt. Dann haben wir noch die Mensa 2. Die Mensa 2 ist das Pendant zur Mensa 1. Wenn man dann über die Straße gehen würde, hat man die Universitätsbibliothek. Hier kann man sich die Bücher ausleihen, wie ihr zum Beispiel schon im anderen Video gesehen habt, online. Und hier könnt ihr euch auch einen Platz reservieren zum Lernen. Dann haben wir auch noch das FIZ. Das FIZ ist ein Sportstudio. Da könnt ihr so eine Mitgliedschaft abschließen und dann könnt ihr da nach einem Tag des Lernens bzw. von Vorlesungen einfach euch nochmal richtig auspowern. Das wäre es eigentlich auch schon mit dem Überblick Campus. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten empfehle ich jedem einfach mal über den Campus zu laufen, damit ihr einfach mal ein kleines Gefühl dafür kriegt, wo sind wir hier eigentlich, und dann könnt ihr die Gebäude auch so nochmal richtig sehen. Wie gesagt, viel Spaß dabei.